So, und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Age of Empires 4, wo wir uns heute die ganzen Bonusvideos zur Aufstieg Moskaus Kampagne anschauen und dieses Mal auch endlich wieder mit meinem Kommentar. Erstmal überprüfen, ja, der ist da, gut. Dann würde ich sagen, starten wir sogar schon. Mit berittenem Bogenschießen. Berittene Bogenschützen waren Elitetruppen, die in die Schlacht galoppierten und aus dem Sattel Pfeil um Pfeil verschossen. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. Mit ihrer Daumentechnik legten sie die Pfeile auf der rechten Seite des Bogens auf und konnten sie so besonders effektiv vom Köcher auf die Sehne bringen. Damit erzielten sie außerordentliche Schussraten. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Sowohl in Moskau als auch bei den Mongolen hatten berittene Bogenschützen eine jahrhundertealte Tradition. Ihre Armeen glichen sich, was diesen Truppentyp anging, und ihre militärischen Konflikte waren von der mobilen Kriegsführung der berittenen Bogenschützen geprägt. Berittene Bogenschützen waren berühmt für ihre Überraschungsangriffe. Sie konnten schnell in unterschiedlichste Gelände entsandt werden und dann wie aus dem Nichts auftreten. Außer ihren berühmten Bögen nutzten sie sowohl Wurfspeere als auch Schwerter für den Nahkampf. Angriffe konnten von allen Seiten kommen, also lernten Reiterschützen links- wie rechtshändig zu schießen. Rückwärtige Schüsse ermöglichten zusätzliche Angriffswinkel. Die berittenen Schützen waren geschult darin, entlang der gegnerischen Front die Reihen auszudünnen. Sie konnten sich schnell zurückziehen und ebenso schnell ihre Angriffe wieder aufnehmen. Berittene Schützen waren die Elitetruppen Moskaus. Sie patrouillierten entlang der Grenzen und schützten sie gegen Eindringlinge. Achtung, ein Drive-by-Shooting. Gut, dann Festung und Kreml. Das mittelalterliche Moskau war von riesigen Wäldern geschützt, die den Vormarsch anrückender Feinde verlangsamten. Diese Wälder waren auch eine ergiebige Quelle für hölzerne Befestigungen. Festungen in städtischen Siedlungen wurden auch Kreml genannt. Der ursprüngliche Kreml Moskaus, der mindestens aus dem 12. Jahrhundert stammt, war vollständig aus Holz gebaut, ebenso wie der Rest der Stadt. Um zu verstehen, wie diese Festungen funktionierten, wird eine verkleinerte Version gebaut. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Über- und nebeneinander aufgestellt, schufen diese Segmente bemerkenswert stabile Wände. Sie waren deutlich besser geeignet, Angriffen mächtiger Belagerungsmaschinen standzuhalten, als einfache Palisaden. Die Segmentbauweise von Moskauer Festungen bot zudem einige andere Vorteile. By filling them with
earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. Sie verhinderte, dass sich Holzschädlinge unter der Borke versteckten. Außerdem konnte das Holz so trocknen und verrottete daher nicht. By taking off the bark, this wood could then last for years. Fertige Balken konnten gelagert und dann bei Bedarf zu Segmenten zusammengesetzt werden. Einige Segmente, auf den Mauern und Tortürmen, wurden nicht mit Erde gefüllt, sondern für Verteidiger freigelassen. Ab dem 13. Jahrhundert wurden einige Türme aus Stein und Ziegeln gebaut, wie dieser bei der Burg Czersk aus dem Jahr 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Türme aus Natur- und Ziegelsteinen konnten weit höher gebaut werden als solche aus Holz. So konnten die Verteidiger Moskaus potenzielle Angreifer früher erkennen und ihre Feinde in Schach halten. Okay, ich wusste gar nicht, dass deshalb die osteuropäischen Burgen in Age 2 rot sind. Schwerter und Säbel. Die Macht des mittelalterlichen Moskaus beruhte auf starken Armen und einem unbeirrbaren Kampfgeist. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. Diese gewaltigen mittelalterlichen Schwerter waren so gut ausbalanciert, dass sie dennoch schnell und flüssig geführt werden konnten. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring two hands to wield, became more and more common on the battlefield. Man nannte sie Langschwerter und sie wurden mit ausgefeilten Kampftechniken eingesetzt. It does have incredible and terrifying power. Doch es gab einen weiteren Einfluss auf Moskau. Moskau handelte mit dem Osten und führte Krieg gegen den Osten. Und aus dem Osten übernahm Moskau den Säbel mit seiner charakteristischen krummen Klinge. Die Krümmung einer Säbelklinge verstärkte auf natürliche Weise den Schnittangriff. Diese besonders leichten Schwerter waren in erster Linie Reiterwaffen. As a single strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. Doch die Schnittwirkung war nicht ihr einziger Nutzen. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. Trotz all der prestigeträchtigen Kavallerie blieb der alte Weg des festen Standes ein Teil der Moskauer Tradition. So wurde eine Militärkultur geschmiedet, die West und Ost miteinander verschmolz. Das Antlitz des Krieges. Sowohl die Armee Moskaus als auch die der Goldenen Horde führte seltsam aussehende Kreaturen mit sich. Groteske, düstere Fratzen, die Feinde in Angst und Schrecken versetzten. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East.
Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. Die Anfertigung solcher Masken erforderte sehr geschickte Handwerker. Im heutigen Polen hat Andrzej Mazia diese Kunst perfektioniert. Die Herstellung beginnt mit einer dünnen, flachen Eisenplatte. Der Hammer streckt und wölbt die Platte, bis erste Anzeichen eines Gesichtes erkennbar sind. Durch diese Ausformung wird das Metall auch dünner und damit leichter zu bearbeiten. Andrzej markiert einen Mittelpunkt und den Umriss der Nase. Dies ist seine einzige Orientierungshilfe. Alles Weitere macht er nach Augenmaß. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. Das Metall lässt sich nicht unendlich strecken. Deshalb wird ein Schlitz geschnitten, um die Nase zu formen. Aus der steifen Platte befreit, nimmt die Nase ihre charakteristische Form an. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. Mit jedem Schlag werden die Gesichtszüge erkennbar menschlicher. Das Schmiedefeuer verleiht der Maske den Zorn eines Kriegers. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. Mit solch einer Maske kann ein Mensch den Eindruck von Macht erwecken oder seine eigene Furcht verbergen und dadurch mutig werden. Also klar, ich wusste, dass es solche Masken gibt und auch was ihr Zweck war, aber nicht, dass die so ausgefeilt, also jetzt mit dem Visier und so waren. Da ist nix, die Ernte. Lange, harte Winter und mongolische Eroberungszüge erschwerten das Leben der Moskauer Bauern. Doch sie hatten eine Pflanze, die ihr Überleben sicherte: Roggen. Mehr als auf alle anderen Nahrungsquellen verließen sich die Moskauer Bauern auf Getreide. Um die Spreu vom Roggen zu trennen, musste das Getreide mit einem Flegel gedroschen werden. Dieses Werkzeug konnte auch für den Kampf umfunktioniert werden. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Ackerbau auf Land, das halbe Jahr über Schnee bedeckt war, war beschwerlich. Der Roggen war jedoch besonders gut an das extreme Moskauer Klima angepasst. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. Doch die Bauern durften nicht die gesamte Ernte behalten. Die größten Roggenkörner gingen als Steuer an die Großfürsten. Aus dem übrigen Getreide wurde Brot gebacken oder man malzte es, um ein nahrhaftes alkoholfreies Getränk herzustellen: Kvass. It's super easy to make and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Moskaus Soldaten tranken Kvass als Teil ihrer täglichen Rationen. Dafür wird zuerst gemalzter Roggen in kochendes Wasser gegeben.
Nach dem Abkühlen wird die Mischung mit einer Hefekultur fermentiert. Das tötet Keime im Wasser ab. There you go. Etwa 3 Tage später ist der Kvass trinkbereit. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. На здоровье. What are the special qualities of this drink then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of savior, if you like, of the Moscow peasantry. Die Genügsamkeit und Vielseitigkeit des Roggens war lebensrettend für die Moskowiter, sowohl für die Bauern daheim als auch für die Soldaten im Feld. Das Kvass ist aber niemals alkoholfrei. Also Hefe wird ziemlich schnell alkoholisch und Roggen wird, glaube ich, auch relativ. Also Roggensachen werden, glaube ich, auch relativ schnell alkoholisch. Also das war vielleicht in den ersten paar Tagen war es unalkoholisch, aber danach nicht mehr. Strelitzen, das letzte Video. Strelitzen kommt vom russischen Wort für Schützen. Ab dem späten 15. Jahrhundert gehörten zu den Armeen Moskaus auch Truppen mit Arkebusen, einer verbreiteten Feuerwaffe, die zu diesem Zeitpunkt von allen europäischen Heeren genutzt wurde. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. Ein Papierstopfen versiegelte die Ladung. Then both ball and wad are rammed home tight. Um die Waffe abzufeuern, streute man Zündpulver in die Pfanne. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. Sobald es angezündet wird, jagt die Flamme durch ein kleines Loch am Fuß des Laufes und entzündet die Hauptladung. Einer der großen Vorteile der Arkebuse bestand darin, dass Munition günstig und leicht zu fertigen war. Geschmolzenes Blei wurde in eine Form gegossen. Sekunden später war es bereits abgekühlt und fest. So konnten riesige Mengen von Bleikugeln produziert werden. Zu guter Letzt wurden noch die Gussgrate weggefeilt. Strelitzen erhielten regelmäßig Geld und Brot und lebten mit ihren Familien in eigens errichteten Siedlungen, die man Slobody nannte. Strelitzen waren eine neue Art von Armee. Normale Truppen, rekrutiert aus Handwerkern und Landarbeitern. An early arquebus had an extremely heavy barrel. Zum präzisen Feuern musste die Waffe aufgelegt werden und Strelitzen hatten dafür eine einmalige Lösung. This is a type of axe called a bardiche, and for the streltsy, it doubled as a gun rest. Arkebusiere waren typischerweise anfällig gegen Kavallerie. Even with experience, reloading takes time. And cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a bardiche, a streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Mit der Zeit rekrutierten Moskaus Armeen mehr und mehr Schützen. Billige Truppen, die die Art, wie Kriege geführt wurden, völlig verändern. Ja, dass die Bardiche echt kacke ist, das haben wir ja schon bei Mountain Blade Warband, Bannerlords gesehen. Gut,
aber das war's mit allen, ja, das war's mit allen, Videos von Age of Empires 4 und damit kann ich jetzt offiziell sagen, die Kampagne und das Let's Play dazu von Age of Empires 4 ist hiermit abgeschlossen. Und schon morgen wird es mit was anderem gehen, weitergehen, was wir schon im Stream angefangen haben. Und ich dann noch eine Folge dazu aufgenommen habe, bevor es mir zu blöd wurde. Ich hoffe, ihr habt damit aber genauso viel oder vielleicht sogar mehr Spaß als mit Age of Empires 4. Würde mich nicht verwundern. Gut, aber auf jeden Fall bedanke ich mich für den Support während diesem Let's Play. Und natürlich für das Interesse, das daran bestanden hat. Von dem her, mehr gibt es da eigentlich nicht wirklich zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zu einem anderen Projekt. Auf Wiedersehen.